Am 6. Juni 2025 erwachte Los Angeles nicht nur unter der glühenden Sonne Kaliforniens, sondern auch im Schatten schwerer Militärstiefel. Panzerfahrzeuge blockierten die Ausfallstraßen, Hubschrauber kreisten tief über dem Zentrum, und entlang der South Main Street marschierten bewaffnete Einheiten, nicht etwa zur Parade, sondern zum Einsatz gegen amerikanische Zivilisten. 5000 Soldaten, so viele Männer und Frauen der Nationalgarde hatte Präsident Donald Trump innerhalb von 3 Tagen ohne Zustimmung des Gouverneurs Gavin Newsom in die Stadt entsandt. Und das, obwohl Kalifornien nie darum gebeten hatte. Zum ersten Mal seit 60 Jahren überschritt ein amerikanischer Präsident bewusst die verfassungsrechtliche Linie zwischen Bundesgewalt und Staatenautonomie und ließ Los Angeles de facto militärisch besetzen. In den frühen Morgenstunden berichteten Anwohner von Vierteln wie Boyle Heights und East Hollywood von schwer bewaffneten Patrouillen. Menschen mit hispanischem Aussehen wurden wahllos kontrolliert, viele festgenommen. Laut offiziellen Quellen sollten illegale Einwanderer aufgespürt werden, doch inoffiziell war es ein Signal: Der Präsident regiert. Ohne Rücksicht auf lokale Gesetze. Die Stimmung in der Stadt kochte. Bewohner, die sonst nur gegen steigende Mietpreise protestierten, fanden sich plötzlich konfrontiert mit Bundesbeamten in Kampfmontur. Straßenproteste flammten auf, zunächst chaotisch, dann organisiert. Transparente mit der Aufschrift "This is not a battlefield" flatterten zwischen Barrikaden aus Mülltonnen. Was als gezielte Maßnahme zur Migrationskontrolle deklariert wurde, entwickelte sich binnen Stunden zur verfassungsrechtlichen Krise. Die Nationalgarde, eigentlich zur Unterstützung der Bundesstaaten gedacht, wurde hier zum Werkzeug der Einschüchterung. Kritiker warnten: Wenn heute Los Angeles, wer ist morgen dran? New York, Chicago, San Francisco? Während sich Präsident Trump als Verteidiger der nationalen Ordnung inszenierte, sahen viele Beobachter darin einen gefährlichen Präzedenzfall, eine schleichende Militarisierung des Inneren. Die letzte Bastion gegen zentralisierte Macht, nämlich die Eigenständigkeit der Bundesstaaten, wankte, und damit stellt sich eine Frage, die in Washington wie in den Straßen von laut wurde. War das noch eine Operation gegen illegale Migration, oder bereits ein gezielter Angriff auf den föderalen Charakter der Vereinigten Staaten von Amerika? Denn was in Washington geplant wurde, sollte sich bald in den Straßen von Kalifornien entladen, in einem juristischen Schlagabtausch, der nicht nur über die Zukunft von Los Angeles, sondern über die Verfassungstreue der gesamten Nation entscheiden könnte. Wenige Stunden nach den ersten Zusammenstößen in Los Angeles verschwand das vertraute Bild des Präsidenten im Anzug hinter dem Schreibtisch. Stattdessen ein ernster Donald Trump, in dunkelblauem Anorak, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, umgeben von Beratern des Heimatschutzministeriums, hochrangigen Offizieren und einem Bildschirm, auf dem Live-Bilder aus Kalifornien flimmerten. Das Oval Office hatte sich über Nacht in einen improvisierten Kriegsbunker verwandelt. Und warum? Die offizielle Version lautete: Notstand wegen illegaler Einwanderung. Doch hinter verschlossenen Türen war es weit mehr als das. Interne Protokolle, später durchgesickert, zeigen: Trump sah in Kalifornien nicht nur ein Migrationsproblem, sondern einen Widerstandsherd, eine offene Rebellion gegen seine Autorität. Sie verweigern Befehle, sie bieten Schutz für Gesetzesbrecher. Das ist nicht nur illegal, das ist Aufruhr, soll er gesagt haben. Bereits 3 Tage vor dem Truppeneinsatz hatte Trump eine geheime Direktive unterzeichnet, das sogenannte Memorandum zur innerstaatlichen Sicherheitsstabilisierung. Darin genehmigte er sich selbst umfassende Vollmachten zur Truppenverlegung, auch ohne Zustimmung der Gouverneure. Ein verfassungsrechtlicher Drahtseilakt, der juristisch bis heute umstritten ist. Er stützte sich auf das Insurrection Act von 1817, ein Relikt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, das es dem Präsidenten erlaubt, bei inneren Unruhen Bundeskräfte einzusetzen. Doch hier war kein Bürgerkrieg. Hier war eine Stadt, die sich gegen Massenverhaftungen und ethnische Profilierung stellte. Trump jedoch nutzte jedes Video von brennenden Mülltonnen, jede Aufnahme von vermummten Demonstranten, um seine Botschaft zu festigen. Das ist kein Protest, das ist ein Aufstand. Im Inneren der Macht wurde fieberhaft geplant. Drohnenflüge über Stadtviertel wie Compton, Einsatz von Tränengasgranaten, Blockade von Internetzugängen zur Kommunikationsstörung. Einheiten des Heimatschutzministeriums begannen, rote Zonen festzulegen, Gebiete mit erhöhter Bedrohungslage. Was das bedeutete: Viertel mit hohem Anteil an Latino-Bewohnern. Und während Millionen Amerikaner noch dachten, es gehe um Migration, hatte Trump längst auf Machtkonsolidierung umgeschaltet. Ein Beamter des Pentagons, der anonym bleiben will, formulierte es so: Er testet, wie weit er gehen kann, nicht gegen Einwanderer, sondern gegen das föderale System selbst. Und Kalifornien war erst der Anfang. Was geschah, als die Nationalgarde auf Befehle wartete, die Polizei sich weigerte zu kooperieren und ein Gouverneur auf juristischem Weg zurückschlagen wollte? Es begann wie eine normale Operation. Am frühen Morgen des 6. Juni rückten Sondereinheiten der Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE, in mehreren Bezirken von Los Angeles aus. Ziel: gezielte Festnahme illegaler Migranten. Koordiniert, leise, entschlossen. Doch kaum war die erste Tür aufgebrochen, geriet alles außer Kontrolle. Was in Washington als präventive Sicherheitsmaßnahme verkauft wurde, verwandelte sich in den Straßen von South Central, East LA und Westlake in eine Szene wie aus Fallujah. Keine Panik mehr, offene Konfrontation. Einwohner schrien, Fenster klirrten. In einem Fall, dokumentiert von einer Überwachungskamera, wurde eine junge Mutter aus ihrem Apartment gezerrt.
während ihre Kinder um sie klammerten. Das Video ging viral und zündete den Zorn. Innerhalb von weniger als 2 Stunden sammelten sich hunderte Protestierende vor dem LAPD-Hauptquartier. Doch das war erst der Anfang. Die ICE-Einheiten waren auf stillen Zugriff vorbereitet, nicht auf urbane Guerilla. Anwohner bauten brennende Barrikaden aus Mülltonnen. Jugendliche warfen Flaschen und Steine. In Boyle Heights wurde ein ICE-Fahrzeug in Brand gesetzt. Und im Viertel Pico Union traten mehrere bewaffnete Personen auf, mit halbautomatischen Waffen, die sie offen aus dem Kofferraum holten. Die Grenze zwischen Protest und paramilitärischem Widerstand begann zu verschwimmen. Was machte die lokale Polizei? Beobachtete und schwieg. Ein interner Bericht des LAPD, geleakt von einem Whistleblower, enthüllte später, die Polizei wurde ausdrücklich angewiesen, ICE nicht aktiv zu unterstützen. Begründung: Schutz der kommunalen Autonomie und politischer Druck vom demokratisch geführten Stadtrat. So standen ICE-Agenten, ausgerüstet wie bei einem Militäreinsatz, plötzlich auf sich allein gestellt, mitten im Brennpunkt einer multikulturellen Metropole, die sie nicht willkommen hieß. Die Lage eskalierte weiter. In Watts formierte sich ein Protestmarsch von über 3000 Menschen, begleitet von Schildern wie »Kein Mensch ist illegal« und »Kalifornien gehört uns«. Doch es blieb nicht friedlich. Als ein ICE-Beamter auf dem Dach eines Lieferwagens Tränengas einsetzte, rannte die Menge los, und die Polizei, sie blockierte nicht die Protestierenden, sondern die ICE-Fahrzeuge. Eine ICE-Funkmeldung, abgefangen und später veröffentlicht, lautete: »Wir sind eingekesselt, keine Verstärkung, LAPD neutral.« Und genau das war der Wendepunkt. Trump betrachtete die Aufnahmen vom Bunker aus. Verwundete Agenten, fliehende Truppen, jubelnde Demonstranten. Sein Fazit: Die Zivilregierung in Kalifornien hat kapituliert. Und so geschah das, was viele bis dahin für undenkbar hielten. Im nächsten Teil zeigen wir, wie die Stationierung der Nationalgarde das Verhältnis zwischen Bundes- und Landesregierung endgültig zerbrechen ließ und was es bedeutete, wenn sich der Präsident gegen seine eigenen Bürger wendet. Kalifornien brannte, nicht nur auf den Straßen, sondern nun auch in den Gerichtssälen. Am 8. Juni, während sich Soldaten der Nationalgarde noch durch die Rauchwolken von South Los Angeles bewegten, trat Gouverneur Gavin Newsom vor die Kameras. Sein Gesicht war blass, die Stimme ruhig, doch jeder Satz schlug ein wie ein Hammer. Präsident Trump hat die Verfassung gebrochen. Er hat Truppen in unser Land geschickt. Ohne unsere Zustimmung. Wir werden dagegen vorgehen, mit allen Mitteln des Rechtsstaats. Wenige Stunden später reichte Kalifornien beim Bundesgericht in San Francisco einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung ein. Ziel: sofortiger Stopp der Militärmobilisierung im Bundesstaat. Die Anklageschrift war ein Dokument der modernen Geschichte. Sie bezog sich auf die 10th Amendment, das Recht der Bundesstaaten auf Selbstverwaltung, und stellte eine direkte Verfassungsbeschwerde gegen die Exekutive in Washington. Der Konflikt war nicht mehr lokal, er war systemisch. Das Weiße Haus reagierte prompt. Trumps Sprecherin Carolyn Leavitt warf dem Gouverneur Verrat in Echtzeit vor und kündigte an, man werde den Einspruch mit aller Härte bekämpfen. Und tatsächlich, noch am selben Abend reichte das Justizministerium unter Leitung von William Barr eine Gegenschrift ein, in der Kalifornien beschuldigt wurde, den föderalen Rechtsrahmen zu untergraben und Gefahren für die nationale Sicherheit bewusst zu dulden. In Washington wurde aus Politik endgültig Krieg. Nicht mit Waffen, sondern mit juristischen Messern. Die Medien nannten es bald der Verfassungsgau, ein Szenario, in dem nicht einmal mehr klar war, wer das letzte Wort in der Union hat. War der Präsident nun ein Oberbefehlshaber oder ein Eroberer? Die Richter in San Francisco konnten den Druck spüren. Am 11. Juni, nach über 10 Stunden Anhörung, verkündete das Gericht, der Antrag auf einstweilige Verfügung wird abgelehnt. Die Bundesbehörden dürfen ihre Maßnahmen vorläufig fortsetzen. Eine endgültige Entscheidung fällt in der Hauptverhandlung am 12. Juni. Newsom war sichtbar erschüttert. Er hatte alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Doch statt zu kapitulieren, legte er nach. Am 10. Juni sprach er erneut zur Nation, diesmal nicht als Gouverneur, sondern als Rebell. Dies ist keine juristische Auseinandersetzung mehr. Es ist ein Kampf um unsere Seele. Kalifornien wird nicht knien. Wenn nötig, werden wir die letzte Bastion gegen die Tyrannei sein. Die Rede ging viral. Millionen teilten sie unter dem Hashtag #DefendCalifornia. Doch Trump ließ sich nicht beirren. Noch am selben Tag unterzeichnete er einen Executive Order, der es dem Verteidigungsministerium erlaubte, zusätzliche 2000 Soldaten nach Los Angeles zu entsenden, unabhängig vom Willen des Gouverneurs. Doch damit wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wenn selbst Gerichte nicht mehr stoppen konnten, was kam als nächstes? Im folgenden Teil zeigen wir, wie aus einem politischen Streit eine tatsächliche Staatskrise wurde und was es bedeutete, wenn ein demokratischer Staat sich gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten zur Wehr setzt. Während der Asphalt von Downtown Los Angeles noch warm war vom Tritt schwerer Stiefel, stand Gavin Newsom allein auf der moralischen Anhöhe. Er sprach von Verfassung, von Rechten der Bundesstaaten, von Würde. Doch unten im Tal tobte der Sturm. Tausende Demonstranten, 5000 Soldaten, Dutzende Gerichtsverfahren und ein Präsident, der seine Macht täglich weiter ausdehnte. Newsom hatte sich für den Weg des Rechts entschieden, nicht für den der Konfrontation. Er wollte der Verfassungstreue dienen, nicht der Gewalt. Doch je länger die Straßen brannten, desto mehr fragten sich seine Unterstützer, war das noch Standhaftigkeit oder bereits politische Ohnmacht? In Talkshows wurde er als akademischer Gouverneur verspottet.
Ein Mann, der schöne Reden hielt, während Trump Fakten schuf, mit Panzern, Polizeiketten und Präsidialverordnungen. Die Boulevardpresse nannte ihn bald der Hamlet von Sacramento. Immer zögernd, immer zweifelnd, immer zu spät. Was er verteidigte, war die moralische Ordnung. Was Trump durchsetzte, war die Realität. Und so stand Newsom plötzlich vor einem gefährlichen Paradox. Je mehr er sich an Recht und Demokratie hielt, desto mehr schien er die Kontrolle zu verlieren. Seine Kritiker aus dem eigenen Lager wurden lauter. Ein demokratischer Abgeordneter aus San Diego sagte offen: Wir brauchen keinen Philosophen, wir brauchen einen Krieger. Und dennoch, Newsom wich nicht. Am 10. Juni, nach der gerichtlichen Niederlage und der Ankunft weiterer 2000 Soldaten, appellierte er erneut an das Land. Wenn Kalifornien heute fällt, fällt morgen die ganze föderale Ordnung. Ich werde kein Diktat unterschreiben. Ich werde keine Truppen bitten, mein eigenes Volk zu unterdrücken. Ich werde nicht still sein. Doch dann geschah etwas, was selbst seine engsten Berater nicht kommen sahen. Die kalifornische Nationalgarde, unter Bundeskommando gestellt, begann, aktive Fahndungen in Vierteln durchzuführen, die bisher als sichere Zufluchtsorte für Migranten galten. Und auf einmal war es nicht mehr nur ein Kampf um politische Prinzipien, sondern um Menschenleben. Die Bevölkerung war gespalten. Die einen hielten Newsom für einen Helden, der in einer Zeit der Dunkelheit ein Licht der Legalität entzündete. Die anderen hielten ihn für einen Träumer, der dabei war, sein eigenes Volk zu verraten, weil er nicht hart genug handelte. Und während das moralische Dilemma immer schärfer wurde, begann sich in Washington ein Plan zu formen, der alles übertreffen sollte, was bisher passiert war. Es war nicht das erste Mal, dass ein Bundesstaat sich gegen Washington stellte. Aber diesmal war es nicht Texas, es war Kalifornien. Und plötzlich klangen dieselben Handlungen ganz anders, als Gouverneur Greg Abbott aus Texas im Vorjahr die Nationalgarde an die Grenze schickte. Ohne Bundesauftrag, ohne Rücksprache mit dem Weißen Haus. Da jubelte der rechte Flügel. Ein Held, ein Beschützer der Nation, ein Bollwerk gegen illegale Einwanderung. Trump selbst lobte Abbott öffentlich. Greg zeigt, was wahre Führungsstärke ist. Er handelt, wenn Washington schläft. Doch jetzt, als Gavin Newsom sich weigerte, Trumps Truppen auf seinem Boden zu dulden, war er plötzlich ein Verräter? Unkooperativ, verfassungsfeindlich, Unterstützer von Chaos und Anarchie. Zweierlei Maß. Klarer hätte es nicht sein können. Texas schickt Truppen zur Grenze. Staatliche Souveränität. Kalifornien klagt gegen illegale Bundesintervention. Linksradikaler Aufstand. Die Medienlandschaft war gespalten. Konservative Talkshows schäumten. Fox News titelte: Newsom sabotiert nationale Sicherheit. Doch dieselben Kommentatoren hatten Abbott noch als Verteidiger der amerikanischen Werte gefeiert. Nur wenige Monate zuvor, und während sich Amerika gegenseitig anbrüllte, kam eine unbequeme Wahrheit ans Licht. Es ging nie um Gesetz oder Sicherheit. Es ging um Macht und darum, wer sie in der Hand hielt. Kalifornien, wirtschaftlich gesehen, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, eine Bastion der Technologie, Wissenschaft und Kultur, stand plötzlich am Pranger. Nicht, weil es Regeln brach, sondern weil es sich weigerte, sich zu unterwerfen. Und Gavin Newsom war nicht mehr nur Gouverneur. Er war zur symbolischen Figur einer neuen Spaltung geworden. Ein Amerika der roten Staaten gegen ein Amerika der blauen Staaten. Doch während Texas für seine Rebellion gefeiert wurde, musste Kalifornien sich rechtfertigen, obwohl beide dasselbe taten, nur mit einer anderen politischen Farbe. Und inmitten dieses toxischen Doppeldenkens bereitete das Weiße Haus seinen nächsten Zug vor. Denn Trump hatte bereits verstanden, wer Kalifornien unterwirft, sendet ein Signal an alle anderen. Ein Signal, das lauter ist als jede Rede. Und genau darum wurde in Washington ein geheim gehaltenes Memorandum geöffnet. Ein Plan, den man seit 60 Jahren nicht mehr gewagt hatte. Wenn zwei Männer dieselbe Armee befehligen, wer hat dann das letzte Wort? Diese Frage war kein hypothetisches Gedankenspiel, sondern plötzlich der brennende Kern des amerikanischen Verfassungsstreits. Am 7. Juni, als Donald Trump zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage die Entsendung von Truppen anordnete, flackerte ein altes juristisches Problem wieder auf. Wem gehört die Nationalgarde, dem Staat oder der Nation? Wage das doppelte Kommando. Die Nationalgarde ist keine reguläre Armee. Sie ist ein Zwitterwesen, geschaffen im Spannungsfeld von Bundesrecht und Bundesstaatenrecht. Laut Artikel 1, Abschnitt 8 der US-Verfassung darf der Präsident die Nationalgarde zur Vollstreckung der Gesetze und zur Abwehr von Aufständen mobilisieren. Aber diese Einberufung bedarf in der Regel der Zustimmung des Gouverneurs. Und genau hier liegt die verfassungsrechtliche Grauzone. Was passiert, wenn der Gouverneur sich weigert, aber der Präsident trotzdem handelt? Das ist keine Theorie. Es ist genau das, was in Kalifornien geschah. Feuerwerkskörper der Auslöser. Trumps Presidential Memorandum. Am 7. Juni unterschrieb Donald Trump ein geheimes präsidiales Memorandum, in dem er sich auf den Insurrection Act von 1828 berief. Ein fast 200 Jahre altes Gesetz, das es einem Präsidenten erlaubt, Truppen auch ohne Zustimmung eines Bundesstaats zu entsenden, wenn der normale zivile Ablauf bedroht sei. Die gleiche Klausel, mit der einst Eisenhower die Schulen von Little Rock zwangsintegrierte. Die gleiche Macht, die George W. Bush nach Hurrikan Katrina nicht wagte zu benutzen. Trump jedoch zögerte nicht. Er erklärte Los Angeles zur Krisenzone, ignorierte die Proteste von Gouverneur Newsom und schickte weitere 2000 bewaffnete Männer in die Stadt. Gleichzeitig entbrannte ein juristischer Krieg.
Newsom reichte beim Federal District Court of Northern California eine einstweilige Verfügung ein. Die Justizministerin Kaliforniens erklärte die Aktion für verfassungswidrig. Bürgerrechtsorganisationen warnten vor einem gefährlichen Präzedenzfall. Doch Washington hatte ein Ass im Ärmel. Titel 10, Abschnitt 130.1 des US-Codes, der dem Präsidenten bei Bedrohung der nationalen Sicherheit vorübergehend vollständige Kontrolle über die Nationalgarde gibt. Ein Gesetz, das seit dem Kalten Krieg nie ernsthaft getestet wurde. Bis jetzt, Gehirn und niemand hatte es kommen sehen. Nicht in Kalifornien, nicht in den Medien, nicht einmal unter Verfassungsexperten, denn die meisten dachten, so weit wird es niemals kommen. Aber das tat es, und es zeigte ein erschreckendes Schlupfloch. Wenn ein Präsident nur laut genug Notstand ruft, kann er still und heimlich einen Bundesstaat militärisch entmachten. Gouverneur Newsom hatte zwar den Titel, aber Trump hatte die Befehlsgewalt. Und während die Soldaten in Los Angeles Stellung bezogen, fragten sich viele, wenn der Präsident heute ohne Zustimmung Truppen schickt, was hindert ihn morgen daran, Gouverneure abzusetzen? Die Antwort darauf beginnt sich zu formen. Im nächsten Kapitel, A State Under Siege, What Really Happened on the Streets of Los Angeles. Am Anfang waren es nur Plakate, dann kamen Sprechchöre, dann kamen Tränengas, Gummigeschosse und das Gefühl, dass etwas Historisches im Gange war. Am 8. Juni, genau 2 Tage, nachdem Präsident Trump weitere Truppen nach Los Angeles geschickt hatte, veränderte sich der Ton auf den Straßen. Was als Protest gegen Migrationsrazzien begann, wurde zu einem Aufschrei gegen staatliche Unterdrückung, gegen Militarisierung, gegen ein Amerika, das viele nicht wiedererkannten. Die Menschen trugen nicht mehr nur Schilder wie Hände weg von unseren Nachbarn, sondern riefen jetzt, das ist keine Demokratie mehr. Wir brauchen Widerstand. Dies ist der Anfang der Revolution. Feuer, die Straße wird zur Bühne. Tausende versammelten sich in Echo Park, Boyle Heights und im Downtown District. Nicht mehr als Demonstranten, sondern als Verteidiger der Verfassung. Zumindest in ihrer eigenen Wahrnehmung. Studenten lasen laut die Bill of Rights vor. Veteranen hielten Schilder mit der Aufschrift: Ich habe nicht für ein Militärregime gekämpft. Und immer mehr Stimmen forderten ziviler Ungehorsam auf allen Ebenen. Die Polizei, selbst gespalten, wusste oft nicht, ob sie eingreifen oder deeskalieren sollte. Inmitten dieser aufgeheizten Atmosphäre trat Gouverneur Newsom live im Fernsehen auf. In einer Rede, die später als die kalifornische Kampfansage bezeichnet werden sollte. Er sagte, wenn ein Präsident Truppen schickt, um Bürger zu unterdrücken, dann ist Widerstand keine Pflicht, sondern ein Recht. Es war kein Zufall, dass seine Worte nur Minuten später weltweit zitiert wurden. In Paris, Berlin und Tokio sprachen Nachrichtensender nicht mehr über amerikanische Innenpolitik, sondern über einen möglichen Staatszerfall im Herzen der westlichen Demokratie. Abwärtstrend, der Börsenschock und die internationale Reaktion. Innerhalb von 24 Stunden verlor die Wall Street über 300 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet etwa 267 Milliarden Euro. Investoren zogen Kapital ab. Ratingagenturen warnten vor politischem Risiko innerhalb der USA. Sogar die Vereinten Nationen meldeten sich zu Wort. Der stellvertretende Generalsekretär sagte, wir beobachten mit großer Sorge die Situation in Kalifornien. Doch während die Welt schockiert war, goss das Weiße Haus weiter Öl ins Feuer. Trumps Sprecherin bezeichnete die Proteste als linksextreme Destabilisierungsversuche, und der Präsident selbst twitterte, wenn Sie Revolution wollen, werden Sie Recht und Ordnung bekommen. Mit voller Härte, Gehirn, die Menschen begannen, sich zu fragen, ist dies noch Protest, oder schon Aufstand? Wird Kalifornien die Demokratie verteidigen, oder den Preis für seinen Ungehorsam zahlen? Doch eine Sache war jetzt glasklar. Los Angeles war nicht mehr nur eine Stadt in Aufruhr. Es war zum Symbol geworden. Für einen Kampf, der das ganze Land erfassen könnte. Wie reagiert ein Präsident, wenn Worte nicht mehr reichen? Als sich Rauch über den Straßen von Los Angeles legte, verlagerte sich die nächste Front des Konflikts dorthin, wo moderne Kriege beginnen. Nicht im Kongress, sondern auf X, ehemals Twitter. Am 9. Juni, gegen 8 Uhr morgens, postete Präsident Donald Trump, Kalifornien hat die Kontrolle verloren. Wir bringen Recht und Ordnung zurück. Punkt. Es war ein Tweet, der wie ein Startschuss klang. Und die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Binnen 30 Minuten, antwortete der demokratische Senator aus Massachusetts. Wenn das Recht und Ordnung bedeutet, dann hat Amerika seine Seele verloren. Sprechblase mit 3 Punkten, der Hashtag Krieg beginnt. Was folgte, war kein Dialog. Es war ein Hashtag Krieg in Echtzeit. Raute Resist the Coup. Raute Stand with California. Raute Dictator Trump. Raute Save the Union. Diese Begriffe dominierten die weltweiten Trends. Mehr als 32 Millionen Beiträge wurden innerhalb von 48 Stunden gepostet. Jeder Satz wurde zur Waffe. Jedes Emoji zur Meinungserklärung. Politiker, Prominente, Influencer, alle meldeten sich zu Wort. Die Fronten verhärteten sich, nicht mit Panzern, sondern mit Tweets. Aber das digitale Feuerwerk offenbarte auch ein Dilemma. Masken, moralischer Aufstand oder politische Hilflosigkeit? Viele Wähler, vor allem junge Progressiven, fragten plötzlich laut, warum passiert das erst jetzt? Wo wart ihr, als die ersten Eisrazzien liefen? Warum war euer Widerstand bislang so zahm? Die moralische Pose, mit der viele Demokraten nun gegen Trumps Eskalation wetterten, wirkte für viele nachträglich, reaktiv, schwach und schlimmer noch, wirkungslos. Denn während auf Twitter Debatten tobten, änderte sich auf den Straßen nichts.
Die Truppen blieben in Los Angeles. Die Nationalgarde war jetzt in insgesamt 7 Städten aktiv. Die Gerichte hatten Trumps Maßnahmen nicht blockiert. Feuerwerkskörper und dann kam die Drohung. Am Abend des 9. Juni. In einem Interview mit einem konservativen Radiosender sagte Trump, ganz nebenbei: Wenn es so weitergeht, könnte man auch über das Kriegsrecht nachdenken. Ein Satz, 3 Silben, unterschätzt, bis der Begriff Martial Law nur Minuten später die Medienlandschaft dominierte. Für viele war das der Moment, an dem sie realisierten, wir sind nicht mehr in einer politischen Krise. Wir stehen am Abgrund eines Systemwandels. Doch wie weit ist Trump wirklich bereit zu gehen? Wie reagiert ein Land, wenn der Präsident mit dem Undenkbaren spielt? Am 11. Juni, kurz vor Mitternacht, dröhnt über dem Himmel von Los Angeles das sonore Geräusch von Militärhubschraubern. In den Straßen patrouillieren Soldaten in voller Kampfmontur. Nicht in Kabul, sondern in Kalifornien. Die letzten 7 Tage haben die politische Landschaft der Vereinigten Staaten für immer verändert. Über 5000 Soldaten auf amerikanischem Boden. 2 Gerichtsbeschlüsse zugunsten einer umstrittenen Exekutivgewalt. Millionen Demonstranten, vereint in Angst und Wut. Was ursprünglich als Maßnahme zur Sicherung der nationalen Ordnung deklariert wurde, hat sich in etwas verwandelt, das viele nur noch als Staatskrise bezeichnen. Schriftrolle: die Verfassung im Stresstest. Noch nie seit dem Sezessionskrieg des 19. Jahrhunderts wurde die amerikanische Verfassung so extrem getestet. Wer kontrolliert die Nationalgarde? Wann wird ein Präsident zu einem Autokraten? Wo endet Bundesgewalt und wo beginnt das Recht der Bundesstaaten? Fragen, auf die das Grundgesetz der Vereinigten Staaten keine klaren Antworten mehr zu geben scheint. Kerze Hoffnung oder Anfang vom Ende? Doch während Panzer durch Sunset Boulevard rollen, passiert etwas Unerwartetes. Menschen stellen sich, nicht mit Waffen, sondern mit Kerzen. In über 40 Städten, darunter Seattle, Austin, Boston und Chicago, versammeln sich Bürger in stillen Mahnwachen. Die Plakate sind schlicht: Wir glauben an Freiheit, keine Demokratie ohne Mut. Stillstand ist Zustimmung. Die Bilder dieser nächtlichen Lichter gehen um die Welt, und sie stellen eine neue Frage. Ist dies der Anfang einer friedlichen Revolution? Oder das letzte Aufbäumen einer sterbenden Republik? Kompass: die 3 Wege, die jetzt offen stehen. Analysten warnen, dass die Vereinigten Staaten an einer historischen Kreuzung stehen. Mit 3 möglichen Pfaden. Erstens, der Präsident weicht zurück, die Truppen werden abgezogen, und es beginnt eine nationale Aufarbeitung. Vielleicht sogar mit einer Verfassungsreform. Zweitens, die Eskalation geht weiter und mündet in einem dauerhaften Ausnahmezustand. Mit massiven Einschränkungen der Freiheitsrechte. Drittens, ein Bruch im System. Ein kalter Bürgerkrieg, in dem Bundesstaaten anfangen, ihre Loyalität zur Union ernsthaft zu hinterfragen. Keine dieser Optionen ist ohne Schmerz. Keine ohne Risiko. Doch eins ist sicher: Die Demokratie in Amerika ist nicht mehr selbstverständlich. Sie muss neu verhandelt, vielleicht sogar neu erkämpft werden. Kaminur: und so endet diese Chronik nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Fragezeichen. Was bleibt von der amerikanischen Idee, wenn die Gewalt des Staates stärker ist als die Stimme des Volkes? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie beginnt vielleicht gerade erst.